Herzlich willkommen zu unserem neuen Freitagsformat. Ihr fragt und unser Börsen- und Finanzexperte antwortet. Andreas gibt euch gleich einen kurzen Einblick in den Ablauf und was wir noch so weiter vorhaben und dann beantwortet er auch sofort unsere erste Zuschauerfrage. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Börse und Co. Und wie von Nicola bereits angekündigt, werden wir unseren Freitag ein wenig anders gestalten. Einfach in Vorbereitung zur Veröffentlichung unserer Börse und Co. Trading-Schule und Börsengemeinschaft, welche wir im Oktober eröffnen werden. Der Hintergrund war, wir wurden zunehmend mit den unterschiedlichsten Fragen konfrontiert, die natürlich in die Tiefe des Tradings gingen, in Richtung Trading-Strategien, Trade-Management. Wo kaufe ich eine Aktie? Wo verkaufe ich sie? Was tue ich, wenn meine Option im Verlust ist? Oder was kann ich tun, dass es erst gar nicht so weit kommt? Ähm, Screener werden wir heute behandeln. Die Frage einer unserer Zuschauer bezog sich darauf: Kannst du uns nicht mal eine Screener-Einstellung zeigen für Aktien mit Potenzial? Ich werde da am Ende drauf eingehen und zumindest mal vorab eine Möglichkeit darstellen. Ihr werdet in den nächsten Wochen mehrere Informationen bekommen, aber ihr seid natürlich recht herzlich eingeladen, Nicola und mir Fragen zu stellen. Fragen, die abseits der Bedienung ist, also sprich genau die Punkte, auf die wir in der Vergangenheit nicht eingegangen sind. Wir werden im offenen Format nicht alles klären können, aber wir wollen auf die Punkte so weit wie möglich eingehen und natürlich auch damit eben zeigen, was wir eben an Content bieten wollen in unserer Trading-Schule ebenso wie in der Börsengemeinschaft, welche sich übrigens über den breiten Sektor erstrecken wird. Das heißt, es wird um das Thema Aktien gehen. Es wird um das Thema Trading mit Aktien gehen in den unterschiedlichen Einheiten. Entschuldigung, da ist er mal wieder, unser Verhaspler. Was meine ich mit Zeiteinheiten? Ganz einfach die Haltedauer, ja. Also von Intraday Trading bis hin eben Haltedauer eine Woche, 14 Wochen oder auch das klassische Buy and Hold, also vom Swing Trading bis über zum Buy and Hold. Wir werden ebenso das Thema Optionen behandeln, Krypto, Futures, alles, was eben den Handel mit den Assets betrifft, auch die Grundlagen der Assets, was ist dafür nötig, was braucht man an Software, an Broker, viele andere Themen. Und deshalb, wie ich schon angesprochen habe, ich lade euch recht herzlich ein, stellt eure Fragen, wenn ihr möchtet, eben im Kommentarbereich. Ihr könnt mir aber auch persönlich schreiben. Dazu, ich werde mal meinen Konterfei da nach unten rechts verschieben. Ich habe euch hier meine E-Mail-Adresse eingeblendet, deshalb scheut euch nicht. Sollte genug Interesse vertreten sein, erkläre ich mich auch gerne dazu bereit, 1, 2 Gratis-Webinare zu machen, wo ich auf die Inhalte eben unserer Trading-Schule und den Leistungen der Börsengemeinschaft gerne näher drauf eingehe. Und so bin ich einfach mal gespannt, was alles von eurer Seite gewünscht wird, beziehungsweise was euch alles interessiert. Natürlich, wie immer, wenn euch unser Kanal gefällt, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Kommentare schreiben. Wir freuen uns wirklich unendlich darüber. Wir wollen, dass unser Kanal natürlich mit eurer Hilfe wächst, denn dadurch sehen wir, das, was wir tun, hat Hand und Fuß und es freut uns einfach. So, kommen wir zum Doing. Wie gesagt, eine Frage von dem geschätzten Zuschauer Hami war, Aktien zu finden mit Potenzial, also mit einem Screener. Ich möchte vorab sagen, und deshalb habe ich mich erst ein bisschen geziert, ähm, wenn man hingeht und zum Beispiel zeigt, wie man gewisse Aktien herausfiltert, dann verleitet es Menschen, ja, gerade Anfänger, gerne dazu, solche Aktien aus Screener-Ergebnissen sofort zu handeln. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, der Screener ist nur eine Möglichkeit, ein Vorabfilter.
Ja, der zeigt mir lediglich Assets, wie jetzt in dem Fall Aktien, die interessant sein könnten, aber um sie wirklich zu traden, um sie wirklich zu kaufen, einen Handel einzugehen, egal ob mit direktem Kauf oder Optionshandel, dafür gehören einfach noch mehr Punkte. Aber wie könnte man zum Beispiel vorgehen? Ihr seht, ich habe den Bildschirm gesplittet. Ich habe hier auf dem linken Bereich den Screener und auf dem rechten hier habe ich den Chart. Den Chart, hier habe ich nur mal zwei gleitende exponentielle Durchschnitte reingelegt, einmal den 50er und einmal den 200er. Ja, also hier die orangene Linie, das ist der 50er Moving Average, in diesem Fall ein exponentieller Moving Average, und die blaue ist der 200er. Warum? Wir schauen in den Screener und ihr seht, ich habe hier oben lediglich USA und Deutschland ausgewählt und die primäre Auflistung. Wenn ich einfach nur Länder anwähle, dann könnte mir zum Beispiel eine Aktie wie Apple oder Google, die ja auf vielen Börsen gelistet ist, mehrfach angezeigt werden. Deshalb, wenn ich hier die primäre anwähle, dann wird mir die nur einmal gezeigt, nämlich von der primären Börse, wo sie gehandelt wird. Den zweiten Filter, den ich angewählt habe, war hier bei der Marktkapitalisierung. Hier habe ich mal 2 Milliarden eingegeben. Und nun wollen wir einfach eine Aktie finden, die ein Momentum hat, ein steigendes Momentum. Auch hierfür wird es unterschiedlichste Möglichkeiten geben. Ich möchte euch jetzt einfach mal eine einfache zeigen. Ich gehe hier rein auf dieses Plus und möchte einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Ich sage Filter hinzufügen. Jetzt wähle ich ihn nochmals an und sage hier unten manuelle Einrichtung. So, wir sehen hier 50er im Timeframe Tag. Das entspricht dem gleichen wie hier auf dem Chart. Ja, auch hier sind wir im Tagestimeframe und haben einen 50er Moving Average. Ich nehme den mittleren Auswahlbereich und möchte kreuzt, und zwar aufwärts kreuzend. Ja, also ich könnte auch einfach nur kreuzen, dann würde ich die angezeigt bekommen, die nach unten kreuzen und nach oben kreuzen. Wir wollen aber, da wir eine steigende Aktie haben wollen, eben aufwärts kreuzend, und zwar nicht einen Wert, sondern einen gleitenden Durchschnitt, und zwar den 200er. So, das heißt, wir haben jetzt exakt die Bedingungen, die wir im Chart angezeigt bekommen. Hier den 50er und den 200er Moving Average, und wir haben hier den 50er und den 200er. Wir sagen anwenden. Der Filter ist nun aktiv. Wir wählen die erste an. So, und jetzt sehen wir, ja, das war nicht ganz kreuzen, aber wir sehen, ist exakt am 200er abgeprallt und das Momentum geht nach oben. Und wir können jetzt hier einfach mit der Pfeiltaste immer weiter klicken und eine Aktie nach der anderen anschauen. Und ihr werdet feststellen, ihr seht jetzt nur Aktien, die ein Momentum aufweisen nach oben. Ja. Das ist natürlich keine Garantie, dass dieses Momentum sich jetzt fortsetzt. Ja. Dazu gehören dann weitere Analyse-Tätigkeiten, die wir zum Beispiel in unserer Schule behandeln. Ja, aber so habe ich doch zumindest schon mal den Punkt, wo ich sehe, nicht nur ein steigender Kurs, sondern natürlich auch über eine gewisse Zeitspanne, denn wir haben ja hier den 50er Moving Average, der dann auch den 200er kreuzt. Man spricht auch oft vom sogenannten Golden Cross. Das Golden Death ist dann genau die umgekehrte Richtung, wenn der 50er den 200er nach unten schneidet. Sag mal, was ist denn los? Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Fragen, Anregungen, ganz egal bezüglich der Börsengemeinschaft, unserer Trading-Schule. Auch alles weitere herzlich gerne willkommen. Wie immer am Ende natürlich der Disclaimer für alles.
was ihr tut, was ihr handelt. Ihr seid selbstverantwortlich. Alles, was wir zeigen, tun, sind rein unsere subjektiven Erfahrungen, die wir kundtun und dienen keiner Anlage oder Kaufempfehlung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gute Trades und gute Zeit.